wollen sehen, wer ist ein Dealer? Sag, wer ist ein Dealer? Wer ist ein Dealer? Sag, wer ist ein Dealer? What's up, Skateboarder? Auf The Barracks ist ein Video rausgekommen über Macba mit dem Titel auch noch Skate-Register und dann Bastian Salabansi. Das heißt, Bastian Salabansi wird anscheinend über Macba erzählen. Ich bin sehr gespannt. Lass uns das Ganze zusammen reinziehen. Ich habe nämlich das gar nicht geguckt, um extra auch überrascht zu sein, extra aufbewahrt, damit wir das zusammen reinziehen können. When I moved to Barcelona, around 16 years old, the impact Macba had on my personal progression in skateboarding was huge. Seeing different pros coming on the spot, the locals, the level every single day of skateboarding that was going down on Macba truly inspired me to take my skateboarding to the next step. Everybody wanted a piece of Macba because that's it, like it was on the radar. Everybody knew that Macba was a place to be. Also er erzählt, dass der mit 16 dahin gezogen ist, was voll crazy ist, weil der ist ja Franzose und ist dann mit 16 nach da gezogen. Er ist ja natürlich schon auf Flip gewesen, er war natürlich schon krasser, ist natürlich krass geskatet, klar, es ist der Move machen, bringen eigentlich alle möglichen Leute, alle gehen nach Barcelona, das ist immer dasselbe. Aber was er sagt, ist natürlich, dass das ihn sehr motiviert hat, weil dort natürlich jeden Tag sehr krasse Pros abhängen und das Level vom Skateboarding einfach sehr hoch ist. Und natürlich bist du dadurch viel motivierter, wenn du sowieso, das sind ja, alles ist auch geil, der Boden ist geil, das ist ja ein richtiger Street-Skate-Plaza, Plaza ist ja unglaublich, ne? Das Ding ist ja, wenn ihr noch nie da wart, also bitte mal in die Kommentare, wer war schon mal da, wer kennt sich aus, das ist ein einmaliges Ding. Macba means Museum d'Art Contemporary of Barcelona. So it's basically a museum, but the architecture around it is just absolutely perfect for skateboarding. Even Skate Plaza could be inspired by how the design here. Yeah. We're here at the 4 blocks, which is literally at the back of the museum. If you don't know about it, you can literally skate past it. A lot of impact. It was actually kind of big, not extremely long, but it was definitely high and big. You had to be solid. Früher waren es Viererblöcke. Früher waren es Viererblöcke, jetzt sind es 3 Blöcke. Ich habe sogar die Viererblöcke tatsächlich mal versucht zu ollien und es nicht geschafft. Ich bin immer unten eingekracht und immer weggerutscht und nach vorne gefahren, weil es echt übertrieben hoch ist. Also du kannst nicht, als ich unten stand, konnte ich nicht drauf gucken. Und bisher habe ich eigentlich das ich habe eine 13er mal geolliet, da konntest du auch nicht drauf gucken. Aber bei der, ich weiß nicht wieso, weil du einfach auch nicht so schnell, weil die einfach nicht so weit ist auch, ne? Und alles ist perfekt und du kannst irgendwie nicht einschätzen. Ich weiß, es war diese Vierer waren ganz besonders. Aber ja, fetter Impact auf jeden Fall. Perfect, it's marble, the ground is so smooth. Most of the people were just skating Macba and didn't really care about the 4 blocks like until much later where everybody started coming. My first memory from those blocks is probably watching Jamie Thomas doing like a few tricks down it in the Zero videos. Mislit Used. Geilstes Ding, da macht der Kickflip hier, yo, boom. It was no joke. Rare were people that go on those 4 blocks just to have fun and to jump for 20 minutes. It was a serious spot. Especially back in the days where no one was skating El Toro stairs. Oh yeah, Chris Cole, yeah. Just like, you know, for the hell of it. Honestly, everybody came here and wanted to have at least one trick down the 4 blocks. So the first trick I did was for the Sorry video. I did a nollie heel. It took a little bit of time, but I was hyped to get it done. Ey, witzige Fun-Story. Ich war in Paris, wir waren dort auf Tour. Auf jeden Fall habe ich Salabansi getroffen an Bercy. Er hat hinten, war der ganz alleine am Skaten und ich dachte so, das kann nicht sein, dass es Bastian Salabansi ist, weil alle sind hier geskatet und keiner ist dahin gefahren. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht gehen die nicht dahin, weil die auch Angst haben, dass er da skatet. Es gibt auch viele Gerüchte immer um Salabansi, dass es so crazy ist und dass wenn du denen in den Weg fährst, die dein Board brechen würde. Das hört man immer von irgendwelchen Profiskatern. In Deutschland hat das sowieso hier, gab es das ja, in Ruhrpott wird das ja ständig gemacht. Salabansi hat einfach so ein paar Boards anscheinend da so liegen und die auch verkauft. Und ich habe sogar ein Board gekauft von ihm und dann mit ihm so ein bisschen Curb geskatet. Habe ich einen Nollie Heel Flat gemacht, war der voll beeindruckt von meinen Nollie Heel Flips. Und ich war so, ich dachte, das wäre ein Witz gewesen, weil ich kann gut Nollie Heel Flips, ja, aber wenn das einer sagt, der so krass fährt, der sogar, ich wusste ja, dass er Nollie Heel Flip die Viererblöcke gemacht hat. Ich habe Flip Sorry als VS-Kassette 800 Mal gesehen. Deswegen war für mich so, hey, will er mich gerade hochnehmen? Er kann Nollie Heel Viererblöcke, würde ich niemals machen. Und er sagt, meine Nollie Heel Flips sind gut. Crazy. Das war auf jeden Fall ein sehr cooler Augenblick. And then for the real sorry, I did a half cab kickflip. That's a trick that I really had down. Boom. And I think I did it a couple of times because Ewan was like, this one was good, but I didn't like my angle. I'm not surprised all the tricks that went down. Obviously, one of the tricks that really hit me when I saw it was definitely Eric Coston's Fakey Tray. I couldn't believe. Krass, okay. Das fand der Salabansi fand den Fakey Tray krass von Eric Coston. Ich muss sagen, Johnny Layton Switch Tray und
Nolly Tree von Tony Tave. Das fand ich, ihr wisst, ich mag Drehs, klar. Fake Tree auch krass, aber fand ich irgendwie Nolly Tree, Switch Tree fand ich crazier. If someone would just like think about doing that. I remember Apple Yard doing a nollie back hill down it. Seeing the footage, I was like, yo, he really did that. That's just crazy. Kickflip Shifty from Andrew Reynolds. Ey, ich muss jetzt schon sagen, ich feiere diese Rubrik voll. Wir sind gerade 3 Minuten in und das ist das Geilste, Mann. Diese Nostalgie, diese ganzen krassen Aufnahmen von früher zu sehen. Andrew Reynolds, Shifty Flip hier, boah, und Salabanzi erzählt das alles, oh, beste. The way he just took in the impact make the 4-block look like it was mellow, which is not the case. Obviously, Arto, Fakey Flip, people in the library looking at him, and then obviously the catch from the long lens, the way it rolled away. To me, that footage is beautiful and kind of like legendary. If you can take the impact, those blocks are absolutely perfect, so no surprise how many tricks went down this thing. Brian Redding. Hier wurden echt, das Ding wurde schon auseinandergenommen, das muss man schon sagen, auf jeden Fall. Mal ein bisschen, hier, Spanky, Switch Big Spin, Brian Herman, Nolly Inward hier, Carrie Getz Double Flip, Daryl Stanton, Switch Backstep Flip, voll crazy, Daryl Stanton, Switch Hard Flip. Da, Nolly dreht durch Tony Tate, was hab ich gesagt? Und Switch dreht Johnny Layton, da sind sie doch. Adelmo Jr., crazy, Beschinsky hat Nolly Layton gemacht. Ja, Casobero Pesha Flip, Ryan DeCenzo Fakey Hardy, Switch Big Heel Luan, Nolly Big Heel Appleyard, Switch Row Heel Morgan Smith, Drehpop Show mit Madas Ups, Frontside Dreh Show mit Willie Marshall, krass, Lenny Rivas, Switch to 60. I wish I could compare to how it looks right now. Now it became 3 blocks. Obviously, people can take it to the next level, like Nolly Backside Heel 360 recently that went down. So it's interesting to see the spot evolve. There is now a slide downhill. The spot changed. It was not like this before. So I guess it's gonna give the skaters a new perspective or possibilities of what kind of tricks they can do on it nowadays, you know? Der Nose-Wheelie Nolly Flip daraus war saftig. Sehr, sehr saftig. You have to keep in mind that back in 99, 2000, this place wasn't so famous. It wasn't the Barcelona where like just the entire world used to come here. Obviously, a lot of locals were coming. I remember Enrique Lorenzo, Javier Sarmiento, Daniel Lebron, people from Madrid, but not so many people from America. It wasn't the Macba that you know today. Ja, okay, natürlich ist es nicht das Macba von heute. Heute ist ja wirklich die ganze Welt da. Als ich das letzte Mal da war, 2019, es gibt so Grüppchen wirklich, die so abhängen. Die ganzen Brasilianis hängen da ab, fahren da irgendwie das Curb. Die ganzen Argentinier sind auf der einen Seite. Und dann gibt es die ganzen Deutschen sind da an den Fahrrädern am Fahren. Dann, also es gibt wirklich dann die Locals sind da am Hängen. Also es gibt so Grüppchen, die sogar am Macba nochmal so abhängen. Die da filmen welche seine Line. Jeder weiß auch, was, wem, wer, wohin geht. So. Dann gibt es so 5-Stufen-Sessions dann fahren auch alle zusammen und so ein Quatsch. Es ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Das ist komplett international. Aber so wie er sagt, natürlich 1999 war das natürlich nicht so komplett offen. Da waren noch nicht so viele Deutsche, da Amerikaner. Da war es etwas noch entspannter. It was still a little bit underground and that was the magic of it. Once Macba was on the radar, every single company that were making a video, they had to make a trip to Barcelona because you just could. Das war krass, ja. Also jeder hat dann irgendwann wirklich, also wenn du keinen Clip vom Macba hast, dann was ist das für ein Skatevideo? Es war dann irgendwann wirklich in jedem Skatevideo gab es Macba-Footy. Couldn't do without it. Out of the blue, you know, you see Stevie Williams, Brian Wenning just skating the spot. Like to me, I love those skaters, so I was almost a little bit like fanning out. They're working probably on a DC video. Das ist natürlich auch geil, ne? Wenn du da die ganze Zeit abhängst, du wohnst in Barcelona und dann siehst du, alle kommen nach hier, um die Tricks hier zu machen. Da, wo du auch skatest. Wie geil das wäre, dass an eurer Stadt zum Beispiel dann würden Brian Redding, Brian Herman, Andrew Reynolds, kommen die dahin, ne? Die kommen dahin, um ihr Video zu filmen. Wie crazy. Dudes came in, the girls, dude. I mean, it was not unusual to drop by and then see like Americans working on videos, especially around 2001, 2002, where Macba was on the radar. The locals' progression was insane back then. Like skateboarding just took such a huge boom. I had my friends from back home literally moving here in my apartment with me because it was such a fun place to be back in the early 2000s. I lived 10 minutes away, so that was my home for 3 years. Überleg mal, der hat 10 Minuten von da gewohnt und hat da 3 Jahre gelebt. Ich war jeden Tag da, jeden Tag der, bam, 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 flip back tail, big spin out. This place was my home.
The vibe was great. People are playing music. People that Lenny Rivers, die GK war da, come alle for a waren month da. and never leave Barcelona because they love it so much, you know? And I knew I didn't want to be a local from Sans. I didn't want to be a local from Parallel or Universidad. I wanted to be at Macba every single day. Die haben schon geile Spots, ne? Universität, Parallel, Sans. Das ist schon, Barcelona ist natürlich schon die Hauptstadt von Europa hier auf jeden Fall. A big part of this plaza is not only about the spot, but it's about the energy that's over here every single day, man. Like, you have everything here. The markets are right around the corner. People are welcoming skateboarders, obviously, because they know we're like a part of, like, you know, what's giving life to that spot. The spot is literally right behind me, and you have terraces. Homies will always sit right here and say like, yo, what up, I'll be there in a minute. Like, the place is alive. It's just a mix of so many people doing their own thing and yet living together that makes it exceptional, you know? Ja, also klar, da, ihr könnt euch auch vorstellen, ne, dort passiert natürlich sehr viel Action. Ne? Natürlich nicht nur geskatet wird da, sondern auch getanzt. Da sind natürlich auch super viele Leute. Da muss man so ein bisschen natürlich Acht geben auf seine Klamotten. Da laufen ja auch viele Leute, die drauf aus sind, nur einen abzuchecken, obwohl dort eigentlich gehört der ganze Platz den Skatern, das wird, alle gucken eigentlich auf einen an, ob beklaut wird, also es ist natürlich dort, es gab auch so eine Story, dass die ganzen D-Schalt-Jungs irgendwie da gepennt haben und dann wurde denen sogar morgens Kaffee gebracht und so, sogar von den Pennern und so, also es ist dort familiär, aber trotzdem, es ist halt ein echter Street-Fucking-Spot und schon rough auf jeden Fall. To be a skater, to be here, everyone is welcome. Immer voll, der explodiert sowieso immer. It's just so much more than just skateboarding, you know? Da, ey, diese Line von Really Sorry von Salabansi, eine der stylischsten Line ever. Jetzt Switch hier. Oh yeah. Jetzt Fakey. Switch Dick, Fake Hook. Und wie er den balanciert. Da, oh. Jetzt into Switch Back 180. Schönen Kickflip im Flat. Zack. Und jetzt den geilsten Big Flip ever. Und dann kommt die Mucke. Ich erinnere mich sehr geil an den Song. Against that glass right here, that used to be where everybody set their stuff down and you had your friends. Choose your spot and then boom, you just go out and have fun. You could just practice your flat ground tricks with the homies and that was just already such a good part of being at Macba. The part that people skate the most, you have Bruder, the Main Ledge, die machen ja richtig Doku um jedes einzelne Ding. Jetzt die 3 Blöcke haben wir jetzt gesehen. Jetzt die Main Ledge. Oh, ist das geil. Wir sind nicht mal die Hälfte, haben uns reingezogen. Wie geil. Have this beautiful ledge that is 50 meters long. Since the curb is so long, you had enough time to do one ledge trick, a flat ground tricks in the middle, anywhere you like. And then you have the end of the curb over here. So that used to be kind of Was ist das für eine krasse Line? the classic way of skating it. Das ist die, boah, das ist auch so eine geile Line. That ledge has been skated so much that you have sweet spots that you have to know about. You can't just go and lock in a random spot because you're not going to be happy with the result. Once you skate Macba enough, you know like this part slides the best or like this part has a crack. There is literally like little sweet spots of Macba that you have to know about. Ja. Looking back about what went down here at Macba and what it brought to skateboarding is absolutely crazy. I remember witnessing some NBDs on daily. So it kind of like catapulted street skating to another level. So as a young teenager, I've got inspired and so many locals witnessing skaters like that. No surprise that the level is so high. And I'm sure overseas we inspired what skateboarding became today. Ja, also, du kannst da nicht mehr hingehen und ein NBD schaffen. Es wird alles gemacht. Alles wird gemacht. Oh, das ist nicht zu laut. Es wird definitiv schon jeden Trick gemacht. Also, dahin zu gehen und versuchen, irgendeinen neuen Trick zu landen. Viel Glück. Guck mal, es wird 60 Nose blunt. Damn, Fakey ist switched out. Auch die Lines, die da schon gedroppt worden sind, das ist echt crazy. Jamie Rogers war da im Super Future. Switch Innovative Tail. Ne, zu 60, ja. Ne, Switch Tail. Switch Heel Tail zu 60 was. Carlos Cui. Daniel Lebron. Jesus Fernandez. Guck mal, ganz viele Kids gucken zu. Fake Flip, Frontside Flip und Switch Frontside Flip 5-0. Gustav Thompson. Fuck, was ist das? Fuck, Thiago ist crazy. Switch Big Spin. Unfassbar, die Tricks sind unfassbar. Damn. Oh, Marek.
Daniel LeBron. Geile No-Push-Line. Steph. Und No-Push ist, der bleibt jetzt zum Ende. Switch Crooked to Nose Wheelie. Yo. Boah, Silver Backtail Biggie. Nose Wheelie Nollie Flip. Gustavo Dos Anjos. So much in Europe, you know, what you can do on a skateboard. So many tricks that's never been done before. Javier Sarmiento and Florentin Marfang are the two skaters that just took skateboarding at Macba to another level. You know, they deserve to have a plate with their name on it. Krass. Javier Sarmiento und Florentin haben anscheinend dort alles gemacht. Boah. Yo! Switching with heel. Fuck yeah. Das Ding ist fucking hoch. Damn. The mini outlet. Imagine that curve wasn't there right here. So you had a mini version of that really big outlet. You had a mini version of it which wasn't so scary. And you could practice your tricks without kind of being scared to get broken off because that's kind of mellow. Digga. Boah, then also a really famous spot that so many great tricks has been done is that perfect out ledge. Yeah, the long The curve ledge. is not super high, but it's really long. Anything down this is no joke. One trick that I can really remember like hitting me was a back tail the entire way. Obviously, I remember Mark Johnson doing a kickflip back 5-0, the entire thing looking super smooth and relaxed as he always does. Any trick is beautiful down this thing. It's a little worn out now, but back in the days. Ich muss sagen, irgendwie Flip 5-0, ich sag's euch, ne, ich werde öfter Flip 5-0s nochmal auspacken. Das ist irgendwie so ein Trick, der wegbleibt, oder? Lang nicht It was gesehen. like super smooth. The tricks I just mentioned was done in the early 2000s. So that was like 23 years ago. No wonder so many tricks have been done. Krass, sagst du, das wurde in den Anfängen 2000er gemacht, 23 Jahre her. Ja, ich hab mit 2001 habe ich erst angefangen zu skaten und ich skate 23 Jahre, krass. Unbelievable. Yeah. Rigo, not in nose grind. Damn, fake switch crook. Slippy. Wow, Franz schon nose grind, wie stylisch aus in Gillette. Viga, fakey heel, crook. We have to stop for a second and talk about the Thiago Lemos ledge. The I'm Thiago not a tall ledge. guy, so to me, like this is not even a ledge. Like I don't care what anybody says. Big props to Thiago because what he did on this will forever be unreal and legendary. So. Bruder, zieh dir das mal rein. Das ist doch keine Ledge, wie dieser Labanzi auch schon sagt. Das ist doch keine Ledge für niemanden. Für Switch Backtail ist das sowieso keine Ledge. Das war auf jeden Fall der Trick of the Year. Ich weiß, dass viele dann gesagt haben, das ist nicht so krass. Bruder, das heißt die Thiago Ledge. Das war's. Er ist cemented für die Ewigkeit. Das ist sogar, er ist nicht, das war ja der Trick des Jahres. Digga, das ist Trick of the world forever. That's yours, man. That's yours. If you wanted to practice your manuals, you had a mani pad that go from very high to very low. So many locals are practicing their variation as you're curving to go back to the exit. To give you that momentum to do backside flip out, half cab flip out, big spin flip out. So many tricks has been going down. That sculpture. Bruder, hier hat man auch schon viele gesehen, die gestorben sind. Somehow people started dropping from the top of it. To me, it's ridiculous. It never ends well for like 95% of the people. They never make that drop. As you can see. Bruder, das Street Gap, Hard Flip, Backside Big Spin. Es wird ja auch schon einiges gemacht. You have from the gap into that slight little bank right here, or a street gap with the trash can. Da ist hart. That gnarly slam of a person literally falling into the trash can. That footage literally gave me nightmare. So you can tell how long it is. I gotta give mad props to Chris Jocelyn because you have to be an animal to do such a trick, you know? If you've never been to Macba, step up there and give it a look, and then you'll have a lot of respect for anybody that skated that spot because it is no joke whatsoever. Wo ist der Drehflip? Ich dachte, hat keiner Drehflip gemacht? Hat das schlecht in Erinnerung? Hat nicht Adrian Boulard, wer hat den Drehflip gemacht? Irgendeiner, man muss den Drehflip gemacht haben. Natürlich ist die Outledge, wenn da nicht der Nollie Kickflip Crooks, Nollie Latefoot Flip Out war da der Trick. So here we are on what we call the outledge.
It's slightly changed because back in the days, you had a ledge all the way to ja, here stimmt. that used to block this, and you barely had the space to grind the ledge. Visually, it was very intimidating. The out ledge is like head high, so any tricks down this, it's kind of gnarly. I remember one line that impressed me a lot was JB Gillette. Switchback 5 at the end of a line in the early 2000s. To me, that was like, yo, that's heavy. William Fan from the Lloyd's team, he did at the end of a line, hard flip, back 50-50 on this. I'm pretty sure the day after he did this, everyone heard of it and I couldn't believe he did that hard flip 50 on this. This was insane. Props to Derek because back then, not too many people doing a fakey ollie nose grind on that. So very impressive as well. To me personally, the scariest spot on Macba. That's why I don't have any footage on that spot. I never fucked with it. And so that's why I respect anybody that did trick down this, because when you see it in real life, you're like, okay, well, you have to respect this spot. You have to respect this spot. Nowhere der Backtail gemacht. Now it's fully open. I guess you have a little more confidence. I mean, it's unbelievable. Now you see the amount of tricks that's been done. Trent McLong doing the kickflip back nose on this. I mean, in my book, honestly, you would have told me 20 years ago that someone would kickflip back nose that spot. I would have had a hard time believing that that's doable. It shows the progression of skateboarding, I would say it is, and the second life that can be given to a spot when you modify it. Like, I mean, the amount of tricks that's been done on this spot when you see it in real life is literally baffling. No, krass Ausgang. Switch flip look. Tschüss, Marek hat wirklich den Ausgang. Hatte ich auch als in Erinnerung. Ja, kein Walker back der weg. No, ich hab wohl Zwischenschritt den Ausgang gemacht. Was? Oh, zum Schild Backtail als. Das war crazy, Vic. Boah, Tyson Powerbank. Krass. Boah. Tschüss. Ey, da wurde ja alles gemacht. Da ist er. Das war der krasseste. Zeitgeist. DGK. Nollie Flip Crook. Nollie Late Foot Flip Out. I'm not surprised that Macba had an impact on what skateboarding became today. Switch crook, yeah, not only in Europe, but worldwide. This spot played a huge impact in skateboarding. Some of the stuff that's been done here was groundbreaking, and just the fact that you have so many different spots available on the same plaza is very rare. It's no secret why it's on the radar for the last 25 years, you know, and people want to come here, be here, and at least like spend a little bit of time when they come to Barcelona. Switch flip backtail. Oh. Must be at, it's a must skate at for that reason. You know, this spot is legendary. From the locals taking the bar to the next level. Kids in Indonesia witnessing such a high level of skateboarding on the daily. That's why you have so many like good skaters now just killing it, and it's no surprise that Macba is one of the most famous plaza in the world, and that played a huge impact on skateboarding progression. And it feels like it's just the beginning. It keeps on going. The city understood the importance of this spot for the city and for skateboarding. You know, even a tour guide stopped by, you know, and explain to people the impact of this spot and why so many skaters are coming here from the entire world. So yeah, it's been around for 25 years and it's gonna go on for a long time. Das ist die beste Doku ever, Digga. Ich feier so krass. Das ist das Geilste, was es gibt, wenn du Dokus zusammengefasst hast. Weil Skateboarding gibt es ja schon so lange. Mittlerweile gibt wirklich so vieles passiert, so geil, mega heftig. Ey, auf jeden Fall, aber ich muss ja nicht sagen, hier unten drunter ist Link zu Barracks. Ihr folgt wahrscheinlich sowieso alle Barracks. Ich wollte nur das mit euch auf jeden Fall zusammen gucken, weil das Barracks, wie gesagt, als ich das erste Mal da war, krassester Augenblick, so dieser, du fühlst dich wie wirklich zu Hause. Du merkst, du bist angekommen, jeder weiß, was Sache ist. Du machst Drehflip, jeder weiß, was ist. Du bist nicht irgendwo so oft in... ich kann das ja nicht beschreiben, wie verrückt sich das anfühlt, dort zu sein, wie viele Skater dort sind. Die ganze Zeit, sekündlich fallen Tricks. Und dort sind so viele Pros, wir waren da auch, wo DGK da war und so.
Da Brian Wedding habe ich da auch gesehen, hat das allein gemacht. First Try, alles gemacht. Das war crazy zu sehen. Und dann natürlich das letzte Jahr, wo wir da waren, das letzte 2019, das letzte Mal war auch verrückt. Da habe ich auch sogar einen Spotcheck abgedreht. Ich habe eigenes Spotcheck sogar auf dem Kanal auch schon abgedreht. Es ist ein geiler Spot auf jeden Fall. Es ist der Spot. Und ja, sehr, sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Sehr geile Doku von Barracks auf jeden Fall. Shoutouts. Deswegen verpasst das nicht. Ne? Geht raus, habt Spaß und wir sehen uns natürlich bei den nächsten Videos. Peace. og.distribution. Das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns, bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an. Da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir das gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen. Ich werde natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit ne Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Sag mir, wer ist dein Dealer? So smakelig, manche sind Dealer. Hast du es noch nicht gehört in der City? Sie sind hoch, ich muss hustlen, you will me. No Scribe, Drehflip, 50-50, Digga, rede nicht. Sag mir, wer ist dein Dealer? Ey, sag mir, wer ist dein Dealer? Yeah. Ich häng mit OG dem